Hallo, liebe Car-System und Open-Car-Freunde. Damit begrüße ich euch wieder zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Im letzten Video habe ich euch ja gezeigt, was wir alles für Bauteile benötigen, um ein Standmodell zum Car-System-Fahrzeug umzubauen. Heute fangen wir da volle Kanne mit an. Und zwar werden wir uns heute mal um die Lenkachse von diesem Fahrzeug kümmern. Deshalb tun wir mal den ganzen Kram hier ein bisschen weg. Bevor wir jetzt allerdings hier die Lenkachse zusammenbauen und dann gucken, wie wir die da reinkriegen, werden wir natürlich erstmal dieses Fahrzeug hier ein bisschen zerlegen, damit wir diesen ganzen Anbauteile erstmal weg haben, weil die stören uns jetzt eh nur, gehen vielleicht kaputt, deshalb machen wir die jetzt erstmal alle weg. Dafür ist es immer wichtig, wenn ihr so ein Fahrzeug umbaut, dass ihr eine leere Kiste habt. Ja? Egal was das für eine ist, wichtig eine leere Kiste, weil da können wir jetzt alle Bauteile schön reinlegen und es kommt nichts weg. Bevor wir jetzt hier die Räder rausmachen, ist es als manchmal noch ratsam, sage ich mal, einfach mal den Abstand von der Radmitte hier zu der Oberkante vom Radkasten zu messen. Am besten ist es natürlich mit so einem digitalen Messschieber. Die Dinger, die kriegt er ja mittlerweile auch, sag ich mal, ja, für einen Apfel und ein Ei als nachgeschmissen. Aber man kann das halt hier gleich im Klartext ablesen. So, also hier haben wir so 9,6 mm. Ja, das kann man sich dann auch einfach mal 9,6 mm, das kann man sich dann einfach mal so neben irgendwo notieren. Ja, vielleicht noch ein V dazu für vorne. Und hinten einfach mal so mal 8,5 in etwa. 8,46, 8,5. So. Das brauchen wir halt, sagen wir so, das ist halt einfach, damit wir später wissen, ja, wo müssen wir jetzt eigentlich unsere Achse in der Höhe positionieren. Ja, da ist es einfach noch als mal nicht schlecht, wenn man sich so Daten einfach mal rausmisst und einfach mal aufschreibt. Ansonsten muss man es halt später einfach ausprobieren. Und jetzt gehen wir natürlich los, klipsen hier wieder unsere Vorderachse aus. Da weiß ich jetzt schon, wie es funktioniert. Achse gleich hier rein. So, auch die Achse hier raus. Die Achse hier rein. Und in der Regel sind das jetzt, sag ich mal, so Teile, die hier eingeklipst werden. Genau. So. Damit hätten wir schon mal das erste Teil hier unten, wo uns im Weg steht, später schon mal ein bisschen entfernt. Als nächstes müssten wir irgendwie das Führerhaus hier loskriegen. Und ich vermute mal, dass das hier irgendwie hier reingeklipst ist. Das ist halt immer so ein bisschen eine Friemelei am Anfang, bis man sowas auseinander hat. Man sieht das vielleicht jetzt, das Führerhaus hängt irgendwie hier unten, da ist es eingeklipst oder sonst irgendwas oder verklebt. Jetzt hat es verloren. Genau, das sieht man, da war es irgendwie gehangen. So, da haben wir die Fahrerkabine, das hier. So, der hier ist mir momentan auch noch im Weg. Da rein. Als nächstes dann die Pritsche. Manchmal hilft auch ein dünner Schraubenzieher. Ich will es jetzt nicht irgendwie abreißen. Deshalb, aber irgendwie sitzt sie. Ah, okay. Ging ja doch ganz einfach. Die war hier gerade so drauf gesteckt. So. Jo. Dann tun wir die auch hier rein. Und das Ende vom Lied ist, da wackelt auch noch was, sehe ich. So. Ja, die vorderen Radkästen, die können wir auch noch wegtun. Was haben wir hier noch? Das sieht mir auch gerade aus, als wäre das gerade hier so reingesteckt. Genau.
Also ich mache da immer am Anfang erstmal alles weg, was ich wirklich nicht unbedingt brauche. Und so Sachen, das sind einfach Anbauteile, die brauche ich jetzt momentan nicht. Das brauchen wir momentan auch nicht. Das ist jetzt quasi das Ergebnis. Das ist jetzt erst einmal so unser Chassis. Das nenne ich jetzt einfach mal Chassis oder Rahmen, besser gesagt. Beim LKW heißt es ja Rahmen. Und da können wir jetzt drauf aufbauen, auf dem Teil hier. Ich halte es auch noch mal ganz dicht in die Kamera. Das ist jetzt unser Resultat. Jetzt müssen wir natürlich die Lenkachse zusammenbauen, bevor wir sie einbauen können. Und ja, wie geht das jetzt, dieser Einbau? Das ist ganz einfach. Auf der Homepage von SolarExpert gibt es quasi diese Anleitung hier. Die hat 2 Seiten. Auf der ersten Seite wird einmal gezeigt, wir können nämlich diese Lenkachse in 2 verschiedenen Spurbreiten bauen. Einmal 21,5 mm und einmal 22,5 mm. Heißt also, wir müssen jetzt als erstes mal unsere Achse von unserem Fahrzeug nehmen und müssen mal gucken, was für eine Spurbreite hat denn der jetzt eigentlich. Dazu nehme ich wieder hier meinen Messschieber und lege jetzt einfach mal den hier so über die Mitte von beiden Achsen, so in etwa. Ja, also es muss jetzt nicht auf den Millimeter oder so, auf den Zehntel Millimeter genau sein. Das reicht so in etwa. Und dann sehen wir, ja, das ist 21,7, also wir werden eher hier an die 21,5 mm rankommen. Was halt auch schön ist beim SolarExpert, die komplette Lenkachse hier oben ist bemaßt. Ja, wir wissen auch, wie hoch das alles hier ist. Das ist wirklich super gemacht, muss man wirklich sagen. Von der Firma Faller gibt es das leider nicht. So, jetzt wissen wir, 21,5 mm brauchen wir. Geht's auf die Seite 2. Auf der Seite 2 sind jetzt alle Bauschritte wirklich sehr detailliert dargestellt. Und jetzt würde ich sagen, packen wir einfach mal diese Lenkachse hier aus. So. Bumm. So, jetzt haben wir hier einen Haufen Bauteile. Und als erstes ist es jetzt mal wichtig, dass man quasi diese ganzen Bauteile sortiert in die schmale Variante und in die breite Variante. Weil damit wir halt nachher wissen, dass wir immer die richtigen Bauteile haben. So, ich lege das einfach mal hier neben dran. Hier haben wir jetzt die ganzen Bauteile sortiert. Wir haben hier die Teile für die 21,5 mm Variante und hier die Teile für die 22,5 mm Variante. Da wir die Teile hier jetzt nicht brauchen, tun wir die gleich mal weg, damit wir da gar nicht mehr in Versuchung kommen. Dann haben wir hier unten die beiden Achshalter, ja, und wir haben hier die beiden kurzen Splinte, wo die Räder dran kommen. Hier haben wir noch den Lagerbock. Ich nenne das Teil halt einfach immer Lagerbock, wo später unsere Lenkachse quasi gehalten wird. Und dazu brauchen wir den langen Splint. Natürlich brauchen wir jetzt auch noch ein paar Räder. Hier habe ich jetzt schon mal die Originalräder von unserer Welle, wie sie im Originalmodell war, abmontiert. Und bei Busch ist das halt wirklich sehr, sehr gut gemacht. Bei den Busch-Modellen muss ich sagen, weil da sind nämlich, bei Busch sind nämlich die ganzen Räder aus Gummi. Ja, die Originalräder haben da schon Gummireifen drauf. Und daher können wir jetzt hier 1:1 die Originalreifen benutzen. Bei Herpa ist es auch teilweise so. Bei Viking habe ich schon sehr, sehr oft festgestellt, dass die immer noch Kunststoffräder haben. Und da muss ich dann halt einfach immer wieder mir die Räder irgendwo anders daher holen. So, und jetzt fangen wir auch gleich an mit dem Zusammenbau von der Achse. Ich muss sagen, normalerweise, wenn ich das jetzt nicht vor der Kamera mache, dann nehme ich jetzt die Teile hier einzeln in die Hand und friemel das alles hier rein. Damit ihr das aber besser sehen könnt, werde ich das jetzt alles hier mit der Pinzette machen. Und wir nehmen uns den ersten Lagerbock. Da ist es jetzt wichtig, bei dem Lagerbock, ich halte den mal kurz so richtig in die Kamera. Halt, komm her, na, komm, ja, da ist er.
So, ich halte den mal hier so ziemlich dicht in die Kamera, dass man auch das schön sieht. Ihr seht, dieser da wo später die Lenkstange reinkommt, das ist einmal hier unten gerade und hier ist es so abgestuft. Ja, das Abgestufte, ja, das kommt jetzt immer auf die Oberseite. Das Gerade ist auf der unteren Seite. Das Abgestufte kommt auf die obere Seite. Weiterhin ist jetzt auch diese Lenkstange hier so ein bisschen nach innen gebogen. Ja, und das ist jetzt auch wichtig, weil wenn wir jetzt den Splint reinstecken hier, ich hole den mal mit der Pinzette, wenn ich jetzt diesen Splint hier reinstecke, dann stecke ich den von hier rein. Quasi da diese abgewinkelte Seite, die zeigt hier nach innen und der Splint geht von innen nach außen. So, und jetzt müssen wir einfach unser Rad hier dran machen. Ich lege das jetzt mal so verkehrt rum hier auf den Tisch und drücke einfach mal meinen Splint hier rein. Das geht manchmal relativ einfach, manchmal braucht man da ein bisschen Kraft. Hier ging es jetzt relativ einfach. So, jetzt haben wir unser Rad hier dran. Problem ist aber, das sitzt jetzt so feste dran, dass sich das hier kaum drehen lässt. Und das soll, also so darf das auf keinen Fall sein. Das muss ich schon ganz leicht drehen. Das heißt, ich brauche hier ein kleines bisschen Spiel. Und um dieses Spiel einzustellen, habe ich mir so einen kleinen Trick einfallen lassen, beziehungsweise habe ich das irgendwann mal so ein bisschen für mich herausgefunden. Ich nehme da immer mein kleines Bastelmesser und fahre einfach mal kurz, jetzt muss ich mal gucken, dass man das gut sieht, und fahre einfach mal kurz hier zwischen der Felge und quasi meinem Achslager einfach mal kurz mit der angespitzten Seite rein. Ja, und schon habe ich hier quasi so ein bisschen Axialspiel. Ja, ich versuche mal nochmal, dass man das hier sieht. Dann habe ich hier so ein kleines bisschen Axialspiel. Nicht viel, aber halt eben ein kleines bisschen. Und das reicht schon. Jetzt ist das Teil hier ganz locker und dreht sich hier richtig leicht um die Achse. Und so muss es sein. Dann legen wir das erste Teil hier weg. Bei dem zweiten machen wir natürlich das gleiche. Das geht natürlich jetzt auf die andere Seite. Auch hier schieben wir wieder den Splint durch. Nehmen unser Rad. Drücken das hier rein. Mal gucken, wie es hier jetzt geht. Ja, hier geht es ein bisschen schwerer. Obwohl, war jetzt auch noch relativ leicht. So, dann tun wir da wieder dazwischen fahren. Ganz minimal, damit das gerade so ein bisschen, ich zeige es auch hier nochmal, gerade so ein kleines bisschen Axialspiel hat. Und sich eben dieses Teil hier ganz leicht dreht. So, damit sind jetzt die ersten 3 Schritte hier oben schon erledigt. Ja, wie gesagt, normal nehme ich jetzt alles in die Hand, friemel das hier zusammen. Das wird euch aber nichts bringen. Deshalb habe ich mir jetzt mal hier so einen Holzklotz hingelegt und habe mir hier ein Stück doppelseitiges Klebeband drauf gemacht. Und jetzt lege ich hier einfach mal dieses Teil, also wir brauchen jetzt dieses Teil mit dem Loch in der Mitte, ja, lege ich jetzt einfach mal hier drauf. Und jetzt hängen wir quasi die Räder hier links und rechts ein. Auch wieder wichtig, ich zeige es nochmal, diese gerade Seite hier, ich hoffe man kann das hier sehen, hier diese gerade Seite, die muss jetzt nach hier oben zeigen. Heißt also, wir hängen die beiden Teile jetzt so rum hier ein. Na komm schon. Na, ich muss es doch mal in die Hand nehmen. So. Nummer 1 und Nummer 2. So. Jetzt hängen die hier drin. Und somit sind wir schon mit den 3 Schritten auch hier fertig. Also ihr seht, wirklich wahnsinnig detailliert gezeigt. Als nächstes brauche ich jetzt dieses Teil hier. Das ist jetzt das Gegenstück. Da wird auch später, sage ich mal, unseren Lenkschleifer montiert. Das ist jetzt dieser Schritt hier. Jetzt wird dieses Teil hier von oben dagegen gesteckt. Jetzt muss ich halt gucken, dass quasi beide Räder hier mit diesen Lenkdingern hier einhaken. Drückt das hier rein und schon, ja, schon ist
schon ist dieser Schritt, ist bis hierher der Schritt auch schon erledigt. Jetzt kommt ein Punkt, wo ich entgegen dieser Bauanleitung hier baue, weil normal sollen wir jetzt hier diesen Lagerbock hier montieren. Das mache ich nicht so, weil ich später, sage ich mal, diesen Lagerbock erst am Fahrzeug befestige, ja, und dann quasi die Achse einbaue. Deshalb überspringe ich jetzt diese Schritte hier. Ich schiebe das mal ein bisschen nach oben. Deshalb überspringe ich jetzt diese Schritte hier und gehe direkt zu dem Schritt hier weiter. Und zwar müssen wir jetzt noch diese Lenkstange, damit unsere Räder richtig lenken, ja, müssen wir natürlich jetzt noch unsere Lenkstange reinmachen. Und das ist eigentlich jetzt auch kein großer Act. Wir gehen eigentlich nur noch her und hängen diese Lenkstange hier links und rechts in unsere Achse ein. Ne, komm, also eigentlich ist das gar kein großer Act. So. Und jetzt kommt der einzige, ja, kritische bzw. ein bisschen anspruchsvollere Arbeitsgang. Denn jetzt nehme ich mal meine Lenkachse hier ab. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich die hier sauber runterkriege. Die klebt nämlich richtig gut, ohne dass sie jetzt sich komplett zerlegt. Ja, wunderbar. So. Ja. Jetzt nehme ich die mal, wie nehme ich die jetzt am besten? Ich nehme sie mal hier. So. Ist halt jetzt echt doof, dass das hier alles schwarz ist. Und zwar haben wir jetzt ein Problem noch mit dieser Lenkstange hier. Die haben wir jetzt ja gerade so reingesteckt. Und ja, wenn ich jetzt die Achse hier so rumdrehe, kann oder früher oder später wird euch die hier quasi rausfallen. Ja, das ist einfach Natur der Dinge, ja, weil die ja nur reingesteckt ist. Und wir die Achse ja so rum einbauen. Also jetzt müssen wir quasi hier, ich gucke mal, damit man das hier richtig sieht, wir müssen jetzt quasi hier diese kleinen Kunststoffzapfen, die müssen jetzt mit dem Lötkolben etwas verschmolzen werden, dass sich quasi hier so ein Grat bildet. Und das ist das einzige Anspruchsvolle bei dem Zusammenbauen dieser Lenkachse. Und dazu, ja, wenn ihr es habt, wenn ihr eine Lötstation habt, die ihr einstellen könnt, dann, also ich heiz die immer so auf 350 Grad auf und dann gehe ich einfach nur her, nehme meinen Lötkolben und fahre mal hier vorne kurz drauf. Da braucht ihr wirklich nicht lange dran. Da braucht ihr wirklich nicht lange dran zu gehen, sondern ganz kurz nur mal hier dran fahren. Wichtig ist dabei, von unten gegen diese Lenkstange zu drücken, dass die auch wirklich ganz drin sitzt, ja. Und dann wirklich einfach nur kurz, ich muss es so machen, so. Dann einfach nur kurz hier mal so herunterschmelzen. Es ist am Anfang, sage ich mal, vielleicht ein bisschen, man hat da halt relativ viel Hemmschwelle, ja. Da was so zusammenzuschmelzen. Ich zeige es jetzt mal, wie es fertig aussieht. Ja, hier sieht man jetzt so einen schönen kleinen Knubbel und jetzt kann die halt nicht mehr rausfallen. Ich weiß, dass das am Anfang mit Sicherheit, habe ich genauso gehabt, da relativ, ja, wie soll ich sagen, mit relativ viel Respekt dran gegangen bin, weil wenn ich es zu weit zusammenschmelze, dann ist er halt kaputt, ne? Aber ich sage mal, spätestens nach dem zweiten Mal hat man also so wirklich den Dreh raus, ja. Und ihr seht ja, das war jetzt wirklich keine großer Act. So, und jetzt sind wir schon mit dem Zusammenbau dieser Lenkachse fertig. Und wenn man jetzt mal guckt, ja, das hat vielleicht so 10 Minuten gedauert, bis ich die Lenkachse hier zusammen gehabt habe. Für diese 10 Minuten kann ich halt wirklich, sage ich mal, viel Geld sparen. Von daher sage ich, das rentiert sich wirklich. Ja. Und ich sag mal, was ich ja hier auch jetzt gemacht habe, ich habe jetzt hier die Reifen dran gemacht, sage ich mal, in dem Gang mit. Das muss ich ja bei der normalen Lenkachse in der Regel auch machen, weil selten passen halt die Räder, die da dabei sind. Von daher sage ich, ist es wirklich nicht viel Act, dieses Ding selbst zusammenzubauen. Und schon sind wir wieder am Ende dieses Videos angelangt. Im nächsten Video zeige ich euch dann, wie wir die Lenkachse in unser Chassis einbauen. Ich hoffe, euch hat auch dieses Video wieder gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne wieder einen Daumen nach oben da. Ganz wichtig, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren
Und wenn ihr sicher gehen wollt, dass ihr kein Video verpasst, dann aktiviert einfach die Glocke. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.